Hallo alle zusammen. Heute erzähle ich euch mal, wie es dazu kam, dass wir einmal diese Jungs, ATs, in Korea durch Zufall getroffen haben. Außerdem erzähle ich euch auch noch von wieder der zufälligen Begegnung mit Holland und Edward Avia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe jetzt auf die Schnelle kein Video gefunden, wo er seinen kompletten Namen einmal sagt. Meistens nennt man ihn ja auch nur Ed. Ja, auf jeden Fall. So, meine Schwester und ich waren ganz normal in Hongdae. An dem Tag, es hatte glaube ich schon die Tage vorher manchmal ein bisschen geregnet, aber das Wetter sah schon wieder nicht so gut aus. Wir waren dann halt ganz normal essen und ja, wollten dann eigentlich zu unserem Chillplatz, weil es gab dort, wo die ganzen Straßenmusikanten sind, wenn man da vorbeigeht, so Richtung zu dem H&M und dann kommt ja diese Kreuzung, wo dann nochmal diese ganzen Straßen kommen. So, und dann, wenn man da so links aber lang geht, sind da so ein paar Treppen, die sind gelb und da haben wir halt, da wollten wir eigentlich uns hinchillen, dann waren die aber geschlossen. Und dann haben wir so, ja okay, was machen wir jetzt? Und wir haben uns eigentlich nie wirklich Hongdae so richtig angeschaut. Und dann meinten wir, okay, komm, wir gehen jetzt mal einfach durch die Straßen. So. Und also wir halt zu diesen Einkaufsstraßen gegangen, waren dann aber da auch ziemlich schnell durch. Und dann so, ja okay, komm, dann laufen wir einfach mal ein bisschen weiter. Und dann sind wir halt die ganze Zeit die Straße so weiter durchgegangen und haben auch so coole Sachen gesehen. Was so ein cooles Karaoke. Geschäft und wo mit Betten und so. Das sah so cool aus. Auf jeden Fall sind wir dann weitergegangen, bis wir dann zu einer Straße kamen und dann waren da ein paar Menschen mit Spiegelreflexkameras. Und dann ich so, okay, ne, was ist da los? Für wen warten die denn da? Weil das waren schon zu viele und die sahen jetzt nicht aus wie Touristen. Und dann meinte ich einfach so, ja komm, lass mal da hingehen und gucken, für wen die da so warten. Und dann sind wir da so eingebogen, weil es ging dann, die standen dann so in der Nähe auch von so einer Seitenstraße, dann sind wir halt mal so in diese Seitenstraße eingebogen und dann standen da immer mehr Leute und wieder so, okay, ne, was ist hier los? Ich meine, die Leute, die stehen ja nicht umsonst dort. Und dann haben wir welche getroffen, die wir in Hongdae auch schon manchmal so gesehen hatten. Es waren auch sozusagen Ausländer, also es waren keine Koreaner. Und ja, dann bin ich einfach mal zu denen gegangen und habe die dann halt auf Englisch gefragt, ne, für wen warten hier die ganzen Menschen? Und die wollten mir erstmal nicht antworten. Ich so, könnt ihr überhaupt Englisch? Ne? Also könnt ihr Englisch? Und dann meinten die, ja, ATs kommen. Ne? Ich so, okay. Meine Schwester und ich gehen so ein paar Schritte weiter. Ich irgendwie nur so, haben die gerade ATs gesagt? Ey, wie das so, hä, sind die nicht gerade in den USA oder in Europa oder so? Weil ich meine, die waren auf irgendeiner Tour oder auf jeden Fall hatten die viele Auftritte davor auch im Ausland gehabt, ne? Wir beide waren einfach nur schock. Ich meine, wer denkt denn, wenn er einmal nach Hongdae geht, dass er dann ATs vielleicht sieht, ne? Und wir standen dann da nur so. Also die anderen Leute, da war, wie wir dann auch erfahren haben, es ging halt so um so ein Kaffee-Event. Man hätte es irgendwie durch Twitter erfahren können. Die hatten dort eine verschlüsselte Botschaft gemacht mit dem Ort und sowas, aber wir haben es jetzt nicht entschlüsselt oder so. Also wir sind einfach nur wirklich durch diese Straßen gelaufen. Und genau, die Leute standen dann halt schon so an um später ins Café zu kommen. Und wir haben uns dann aber erstmal so ein bisschen abseits gestellt. Halt sozusagen, hier ging die Straße so rein, wo das Café dann kam. Und wir standen dann hier in dieser Straße, die einmal so verlief. Und ja, dann haben wir so nicht mal, also wirklich ungelogen, haben wir nicht mal 10 Minuten gewartet. Und dann kamen einfach so 2 fette schwarze Autos. Und ja, also meine Schwester und ich immer noch so schock, konnten es immer noch nicht so glauben. Und das Problem war, die Straße hatte nicht wirklich einen Bürgersteig, wo wir dann standen, auf unserer Seite. Und ja, dann kamen die Autos und wir beide nur so double chin und so, hey, meinst du, die sind da jetzt wirklich drin und sowas, haben so voll die komischen Gesichter gemacht.
Also bei den Autos ist das halt so, die haben halt überall diese Schutzgläser sozusagen, dass man halt nicht reinschauen kann. Und ja, dadurch konnten wir die Leute im Auto nicht sehen, aber die konnten natürlich uns sehen. Und ich dachte so, ja, vielleicht sind die drin. Und dann, ja, blieben die halt vor uns stehen und auf einmal stiegen die aus und wir nur so, oh mein Gott, das sind die sind wirklich hier. Und also, das muss man sich mal vorstellen, als wenn man die Musik von jemandem mag, also die Sänger und Tänzer, ne, ah, also das ist, und dann halt durch Zufall, also wir hatten uns ja gar nicht vorbereitet, uns hat auch ein bisschen geregnet und so, deswegen unsere Haare sahen so aus, also, oh, und dann kamen die dann halt raus und das Lustige war, meine Schwester hat das auch noch alles auf Video, so wie wir diesen Double Chin und alles machen, aber ich hab's leider nicht, aber dann habe ich auf jeden Fall ein Video, was ich euch jetzt einmal zeige. Ach cool. So. Aber wie cool, dass du nie hast. Ja, so krank, also wie man auf dem Video hören kann. Ich war einfach wirklich ganz halt nur so perplex, so einfach, oh cool, ja, cool, die sind wirklich vor uns gerade, cool. Ne? Also ich konnte es wirklich nicht glauben. Ja, und das Lustige war, was man jetzt auf den Videos nicht genau sehen konnte, die hatten halt auch dann, als sie draußen waren, zwischendurch zu uns geguckt, weil das Ding war, auf der anderen Seite waren halt sehr, sehr viele Menschen, weil die halt alle zum Café wollten und neben mir stand nur noch ein Mädchen und ja, durch unsere ganzen Fratzen fanden die uns halt ganz lustig scheinbar, weil die dann auch dann zu uns geguckt hatten und dann auch so gelacht haben. Ja, ja, wahrscheinlich haben die uns gesehen, wie wir die ganze Zeit so Double Chin, ja, gemacht haben. Genau, es war aber mega cool und dann gingen die halt an uns vorbei. Ich dachte, oh cool und sind dann halt ins Café und ja, zu der Zeit hatte ich ein paar Probleme mit meiner Kreditkarte, deswegen dann waren wir so hin und her gerissen, sollen wir jetzt da wirklich rein oder nicht. Wir haben uns dagegen entschieden, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sind wir dann rausgegangen, weggegangen, wieder zu der normalen sozusagen Hong der Straße, wo die ganzen Artists, die ganzen Straßenkünstler waren und haben uns dann erstmal ein Getränk geholt und dann fing es aber an zu regnen und so wie so, sollen wir nicht, wir wussten halt nicht mehr, was wir machen sollen in Hongdae und dann einfach so, ja, sollen wir nicht einfach nochmal zurückgehen, also vielleicht sind sie ja noch da, dann haben wir Glück, wenn sie nicht da sind, dann ist das trotzdem, ne, dass wir die schon gesehen haben und dann so nah und ja, das war schon mega. Und dann haben wir so, ja okay, komm, gehen einfach mal zurück, ne, sind dann wieder zu diesem Café gegangen und dann waren auch sehr viele Leute schon weg, aber andere standen halt immer noch da, die hatten aber dann halt alle schon diese 80s Becher in der Hand und ja, dann haben wir uns so angestellt, dass wir vielleicht noch ins Café kommen würden. Hat aber leider nicht mehr geklappt. Es fing dann halt erstmal an, dass die dann ans Fenster kamen, dann vom Café. Und dadurch, dass wir uns dann nochmal angestellt hatten, waren wir halt sehr, sehr nah an diesem Fenster. Und dann konnte ich auch nochmal ein paar Aufnahmen von denen machen. Und ja, genau, dann sind sie dann auch irgendwann nochmal rausgekommen. Und da waren die halt einem nochmal ganz nah. Was nur halt ein bisschen blöd war, was meistens so bei diesen Veranstaltungen ist. Auf der anderen Seite, das kann man auf meinem Video gut erkennen, haben die sich alle wieder so gedrängelt und mussten sich wieder schubsen, um ja das beste Video oder Foto hinzubekommen. Auf unserer Seite war es zum Glück nicht so, also wir standen da alle so ganz normal, hatten auch Platz, haben die auch nicht bedrängt. Und ja, als die dann fertig waren, sind wir denen auch nicht hinterhergelaufen oder so. Also wir waren einfach nur froh, die überhaupt gesehen zu haben. Und ja, also wirklich, oh, das war so krass und wir waren einfach nur so mindblown, weil wir ein paar Tage danach Korea auch verlassen haben und
Wir dachten so, wow, so kurz bevor wir noch gehen, passiert so etwas. Ja, genau, das einmal zu 80s. Hört euch gerne mal auch deren Musik an. Genau, dann Holland. Und zwar waren meine Freundin und ich bei dem Militärsmusical von dem Mitglied von Infinite, Sung-Gyu. Es gab halt 2 Versionen, einmal mit ihm und einmal von einem von Super Junior. Und ja, und dann, bevor wir reinkamen, das heißt, wir haben auch Sung-Gyu gesehen, ey, aber das war kein Zufall. Bevor wir reinkamen, waren da halt so alle Gäste und dann ist mir halt einer besonders aufgefallen, weil ich fand, dass er nicht so ganz typisch zu den anderen Menschen gepasst hat, weil er auch zum Beispiel gefärbte Haare hatte und so, auch so ein bisschen so idolmäßig aussah. Und ja genau, aber da habe ich halt noch nichts zu meiner Freundin gesagt, weil er mir jetzt so auf Anhieb nichts gesagt hat. Und dann waren wir beim Musical und am nächsten Tag gehe ich so zu Twitter, war gerade in einem anderen Raum als meine Freundin und dann auf einmal sehe ich, wie sie so ein Bild geliked hat und ich so, warte mal, der Typ, der kommt dir doch bekannt vor, ne? Und dann war das Holland. Und das heißt, wir waren einfach mit Holland bei diesem Militärsmusical. Das heißt, ich habe ihn gesehen, also wir haben ihn gesehen und wir haben kein Selfie gemacht. Weil das Problem war, ich habe ihn halt manchmal so angeguckt, ne, weil ich so dachte, wer ist das denn, ne? Und dann habe ihn aber einfach nicht erkannt. Und er hat es dann auch irgendwann so gemerkt, dann hat er auch so nur so manchmal so geguckt, ne? So vermutlich so, erkennen die mich jetzt oder erkennen die mich nicht? Und ja, oh, aber echt, ich so, Nina, Holland war da und du hast ihn nicht erkannt, weil sie ihn halt schon besser kannte. Und ich so, wie konntest du ihn nicht erkennen? Oh, weil sie hatte ihn, er ist ihr auch aufgefallen an dem Abend, aber sie hat ihn einfach nicht erkannt. Und ich so, nein, 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 nein. Wir haben kein Selfie gemacht. Oh, ja, genau. Und dann einmal zu Edward oder Ed. Und zwar waren wir wieder in Hongdae, noch mit einer anderen Freundin. Und wir wollten dann gerade nach Hause fahren und sind da schon an diesem am Ausgang 9. Ich glaube, es war im Exit 9, den wir genommen haben. Und dann gehen wir da so runter. Ich war ganz vorne. Auf einmal höre ich so eine Stimme und sehe aber die Person nur von hinten. Und ich so, das ist Ed, ne? Und dann sage ich das halt, gerade weil die Freundin, die noch mit uns dabei war, ist halt ein Riesenfan von ihm. Und ich so, da ist Ed, ne? Und die so, hä? Wie, ne? Weil ich habe den halt nur von hinten gesehen, aber also mir fällt es oft nicht schwer, Leute wiederzuerkennen, auch wenn ich mich zum Beispiel mit unterschiedlichen Bands befasse und dann die halt sehe und dann den Namen kennenlerne. Gerade so bei K-Pop-Bands ist das ja so, dass die sehr oft die Haare auch wechseln und sonst, also die Haarfarbe und die Frisur, bla bla. Aber auf jeden Fall, ich kann die Leute eigentlich ganz gut erkennen und dann sehe ich den auf einmal dort und da hatten gerade andere Selfies mit ihm gemacht und ja, dann kam er hoch und dann hat halt die Freundin ein bisschen mit ihm geredet, hat ihm halt gesagt, ne, dass sie sehr gerne seine Videos anschaut und hat dann ein Foto mit ihm gemacht. Das Lustigste war Jowon, das ist halt auch ein Straßenmusikant sozusagen, war dabei und hat uns die ganze Zeit gefilmt. Das heißt, ja, er hat ein Video von uns. Ja. Und ja, dann habe ich auch ein Selfie mit Ed gemacht. Da war ich fast die Treppen runtergefallen, weil, keine Ahnung, wir waren also, ey, cool, ne? Mal wieder vollkommen zufällig die ganze Situation, unerwartet. Und ich stand halt auf den Treppen und dann hatte ich mich halt so umgedreht und ja, war ein bisschen knapp bei den Treppen. Aber ja, es war halt mega cool. Mega cool. Den haben wir dann auch einmal getroffen. Wen trifft man nicht alles? Und das wieder auch durch Zufall. Das war, keine Ahnung, es war voll spät abends und wir wollten dann einfach nur nach Hause, ne? Ah, ja, ich hoffe an alle Fans von ATEEZ oder von Holland, von Ed, von EXO oder von sonst irgendetwas oder irgendwem, dass ihr auch so viel Glück irgendwann habt und die auch trefft, weil wir sind wirklich so dankbar, dass wir die alle getroffen haben und diese Erinnerungen haben. Und genau, also euch auf jeden Fall auch
ganz viel Glück und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.